zur ersten Auflage vom Digital Experts Talk. Das ist ein neues Format, das wir ins Leben rufen. Und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste hier. Auf der einen Seite, hier zu meiner Linken, Tobias Gramm von TVDo. Und auf meiner Rechten habe ich den Dennis Hofheinz von der Retail GmbH, der ist Sales Engineer hier, also Ansprechpartner für alle technischen Belange. Und der Tobias, du musst auch winken, Dennis. Ich habe in die Kamera nur gesagt, aber... Genau, und der Tobias Gramm, da war ich nicht fertig mit meiner Vorstellung, ist der Geschäftsführer von der TVDo GmbH. Und ihr arbeitet viel mit öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern zusammen, um eben Livestreaming möglich zu machen. Ich hoffe, das habe ich richtig wiedergegeben. Ja, unter anderem. Ja. Also öffentlich-rechtliche Fernsehsender geht es hauptsächlich um das Thema Konnektivität, also Internetanbindungen generell. Livestreaming ist da auch ein Thema, auf jeden Fall. Mittlerweile. Okay, was unterscheidet die TVDo von anderen Streaming-Dienstleistern? Ich würde mal sagen, die große Diversität, die wir anbieten. Also wir sind nicht nur ein reines Streaming-Unternehmen, sondern wir bieten ja wirklich von Grund auf von der Netzwerktechnik, von der IT-Beratung wirklich eine Basis, die eher im IT-Consulting, im IT-Service-Bereich anzusiedeln ist, haben aber aufgrund unseres Backgroundes oder da, wo wir herkommen, wir kommen ja eher aus dem TV-Bereich, auch von der Erfahrung, die wir haben, decken wir natürlich auch den Bereich Bewegtbild mit ab und können dadurch diese beiden Welten, der IT und des Bewegtbilds, sehr gut miteinander kombinieren. Was wir nicht machen, ist, jetzt sagen wir, Bewegtbild selbst zu produzieren. Ja, also dafür gibt es genügend Videoproduktionsfirmen, die Kameras etc. Zeug alles haben, die es produzieren. Was wir machen ist, wir bieten genau solchen Firmen oder auch den TV-Sendern Möglichkeiten an, diese bewegten Bilder oder produzierten Bilder dann in einer entsprechenden Qualität ins Internet oder zum Endkunden zu bringen. Dann gehen wir ein bisschen mehr zum inhaltlichen Teil über. Und zwar möchten wir heute vor allem über die Probleme und die Herausforderungen sprechen, die es beim Thema Livestreaming gibt. Einfach auch um zu zeigen, wie so eine Zusammenarbeit auch gut funktionieren kann, welche Probleme es auch wirklich gibt und wie man die auch lösen kann. Da könnt ihr halt gerne euer Wissen ein bisschen teilen mit der Community. Und ja, was sind denn so die Hauptprobleme und die Herausforderungen, denen ihr so täglich begegnet, würde ich jetzt mal sagen? Also die Hauptprobleme, mit denen wir, sagen wir, in der letzten Zeit sehr viel umgegangen sind, ist das Thema, dass Livestreaming extrem geboomt hat und wirklich jeder, der sag mal, eine Kamera gerade halten kann, sich in Livestreaming versucht hat, da aber natürlich netzwerktechnische Kenntnisse oder Grundlagen, wie das Internet so funktioniert, die sind natürlich jetzt bei einem klassischen Kameramann oder sowas einfach nicht vorhanden. Und dann scheitert es in vielen Bereichen einfach, weil das Netz da nicht stabil genug ist oder dann wird irgendwie versucht, über ein WLAN einen Stream abzusetzen. Dann versucht man mit wirklich günstigsten Mitteln das Ganze irgendwie zu YouTube zu schaffen. Und wundert sich dann eben, wenn die Streams irgendwie abbrechen oder nicht stabil laufen, weil da einfach die Basis fehlt. Ja, und da kommen wir als Dienstleister ins Spiel und unterstützen unsere Kunden dahingehend, wie gesagt, wir helfen euch genau diese Basis aufzubauen. Ja, also wir nehmen euch diese Arbeit ab. Natürlich könnt ihr euch auch selbst um das Thema Streaming kümmern. Ich meine, heutzutage guckt man 2, 3 YouTube-Videos an und sagt, hey, ich bin Livestreamer, voll gut. Ja, kann man so tun, aber das Internet ist mittlerweile, wie alt, Dennis? Also über 30 Jahre, glaube ich, alt und basiert eben auf einer Technik, die verbindungslos ist, sagt man so, und die eben paketbasiert funktioniert und die eben nicht wie einfach ein Kabel einstecken von A nach B funktioniert. Ja, und das sind so die Schwierigkeiten, die vor Ort auftreten, dass zu wenig Verständnis für die Technik vor Ort und für die Gegebenheiten oder die Probleme, die auftreten können, wenn ich, WLAN oder DSL oder eine LTE-Leitung nutze.
Also du hast jetzt zwei wichtige, glaube ich, Problemstellungen angesprochen. Das eine ist halt die Ausfallsicherheit zu gewährleisten sozusagen, weil WLAN jetzt nicht die sicherste Verbindung ist. Das kann auch abreißen und es ist auch nur ein Datenübertragungsweg. Was würdest du jetzt denn sagen, was ist denn der besondere Vorteil auch, den jetzt diese teuren Peplink-Geräte auch haben gegenüber einem herkömmlichen Router? Also der Vorteil ist auf jeden Fall die Ausfallsicherheit, dass ich eben mehrere Leitungen miteinander bündeln kann. Aber auch der Vorteil, dass ich durch das Smoothing zum Beispiel den Stream so weiter multiplizieren kann, dass dadurch die Pakete auch wirklich nachher alle ankommen. Wie ist es denn eigentlich, also bei so Veranstaltungen, das sind ja meistens eher einmalige Sachen, beziehungsweise das ist nicht, dass es regelmäßig der Bedarf ist an Livestreaming. Rentiert sich das dann trotzdem, zum Beispiel den Peplink-Router einzusetzen bei einer Veranstaltung oder wie handelt ihr das dann? Also es lohnt sich immer, weil ich bei jeder Veranstaltung heutzutage, egal wo ich bin, brauche ich eine Internetanbindung und ich brauche eine stabile Internetanbindung. Und die brauche ich auch nicht unbedingt für Streaming, sondern die brauche ich für alles, was auf dieser Produktion so stattfindet. Ja, also angefangen von Kommunikation, Telefonie, Recherche, Redaktionsnetzwerke, da brauche ich überall eine stabile Internetanbindung. Bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel haben wir jetzt im Pilotprojekt auch keine Streaming-Anbindung eingerichtet, sondern wirklich eine komplette Standortvernetzung. Und Standortvernetzung zwischen Sendeanstalt und mobilen Einheiten, wo es hauptsächlich auch um eine ausfallsichere Datenübertragung geht und ausfallsichere Kommunikation, zum Beispiel über Audio, auch für Hörfunkbeiträge zum Beispiel, aber auch über Übertragen von Videobeiträgen. Ja, und das ist eigentlich so die Grundlage einer jeden Veranstaltung, dass ich eine ausfallsichere Internetleitung dort habe. Okay, und die Peplink-Produkte haben die verschiedenen Stufen sozusagen. Ja, die bieten genau diese Möglichkeiten. Ich habe da Einstellungsmöglichkeiten. Wir nutzen zum Beispiel auch ein Load Balancing als Failover-Funktion, falls der Tunnel mal ausfallen sollte. Bündelung braucht ja immer eine Gegenstelle. Das heißt, sollte es mal vorkommen, dass die Gegenstelle ausfällt, haben wir die Router so konfiguriert, dass sie automatisch in den Load Balancing-Modus zurückfallen, dass die Internetleitung nicht komplett ausfällt, sollte der Bündelungstunnel mal ausfallen. Und wie hast du dein Wissen angesammelt, Dennis? IT mache ich auch schon ein paar Tage. Und so hat man sich dann irgendwann mal, bin ich zu Vita gekommen, habe dann da Peplink kennengelernt. Ich kannte es tatsächlich vorher auch nicht. Ich muss im Nachhinein sagen, hätte ich Peplink mal vorher gekannt, als ich noch Leiter eines Rechenzentrums war, hätte ich mir wirklich viel Arbeit sparen können, weil es macht es halt einfach viel bequemer und man muss sich nicht so auf teure Standleitungen fokussieren. Aber gut, das ist Thema Standortvernetzung, das ist ja ein bisschen anders als das, was wir gerade heute betrachten. Ja, und ich mache halt einfach mein ganzes Leben lang schon IT. Also, mein Vater hat damals schon Informatik Anfang der 80er studiert. Ich bin mein ganzes Leben damit aufgewachsen. Ja, und Streaming lernt man dann halt jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, durch so viele Leute, die es halt auch lernen. Da muss man sich halt reinfuchsen und um die Probleme der Leute dann die auch zu verstehen und versuchen sie gemeinsam zu beheben. Dennis, vielleicht magst du ein bisschen was zu der Technik erzählen, die hinter den Peplink-Produkten steckt. Das ist ja der Bereich, den du dich am besten auskennst. Schon ein bisschen, ja. Also effektiv hat Tobias ja schon wunderbar gesagt. Du musst vergleichen, wenn du einen 0815 Router aus irgendeinem Discounter oder Elektronikfachhandel kaufst, dann hast du ein Gerät, das für den Zuhausegebrauch gedacht ist. Und dann kann man natürlich versuchen, einen Livestream zu machen. Das ist auch bestimmt ganz toll für einen Geburtstag oder sonstiges, damit die Familie mitfeiern kann jetzt zu Corona-Zeiten. Wenn ich das allerdings professionell als Dienstleister machen möchte, dann kann ich mir einen Ausfall oder schlechte Bildqualitäten oder sowas einfach nicht erlauben. Und dann brauche ich natürlich ein Gerät,
das auch dementsprechend funktioniert. Vergleichen wir das mit einem Auto, wenn ich meinen, keine Ahnung, 15 Jahre alten Wagen nehme, mit dem kann ich auch auf eine Rennstrecke fahren. Wenn ich so eine Touristenfahrt um irgendeinen Ring mache, das funktioniert. Möchte ich aber damit ein richtig professionelles Rennen fahren, werde ich mit diesem Fahrzeug definitiv nicht gewinnen. Dann brauche ich schon einen Sportwagen, den ich wiederum aber beherrschen muss. Und wenn ich es dann noch ganz gut machen möchte, dann mache ich auch noch richtig viel Setup-Arbeit rein und stecke also wirklich richtig Energie rein und stelle alle Details so gut wie möglich ein, damit alles funktioniert. Und dann kann ich auch ganz oben. Also ich habe gelernt, dass man für ein gutes Live-Event, vor allem im Fernsehen natürlich, sind die Anforderungen extrem hoch, braucht man das richtige Werkzeug, um das Ganze eben ausfalls- und unterbrechungsfrei zu gestalten. Und entweder hat man eben MitarbeiterInnen, die das Know-how mitbringen, so wie jetzt bei der TVDO oder eben Digital hat, glaube ich, das Know-how in-house, oder man muss auch ein bisschen investieren in das Upskilling sozusagen für MitarbeiterInnen, um ja, die Peppling-Geräte, das meiste auch daraus zu holen. Und auch, ich glaube, selbst um das richtige Gerät zu wählen, braucht man einfach einen kompetenten Ansprechpartner, weil es hilft ja auch nichts, mit einem Ferrari in einer 30er-Zone zu fahren. Das macht ja auch nicht so viel Spaß. Und da braucht man einfach das richtige Gefährt für die richtigen Rahmenbedingungen. Und dafür ist natürlich die Kombo aus euch beiden ideal.